Ende März 2020. Noch letzten Monat war ich in Manila. Das Leben war komplett anders. Wer hätte Anfang des Jahres damit gerechnet, dass wir uns jetzt über Quarantäne unterhalten? Ich habe zum Glück einen Job, der weiterläuft. Und trotzdem habe ich mich aufgeregt. Es ist in diesem Job so, dass ich 1,5 Tage in der Woche Homeoffice machen kann. Seit vielen Jahren. Und jetzt redet die ganze Welt davon, man soll zu Hause bleiben, man soll Homeoffice machen. Die Kanzlerin sagt das. Und mein Arbeitgeber sagt, nein, du musst zur Arbeit kommen. Und das ohne, dass es Sinn macht, weil ich alles von zu Hause aus machen kann. Wir haben elektronische Akten und ich habe ein Telefon. Und ich war letzte Woche Mittwoch so sauer. Ich hatte so Aggressionen in mir, weil ich in dieses Büro musste und es keinen Sinn gemacht hat, weil ich mich lieber zu Hause verschanzen wollte. Mittwoch war allerdings auch der Start für 3 Tage Beten und Fasten auf der ganzen Welt, das ich auch mitgemacht habe. Und so habe ich innerlich schon gedacht, wie bin ich drauf? Ich faste und bin sauer. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und dann erreichte mich eine Nachricht aus Manila. Es ist ja erst 3,5 Wochen her, dass ich da war. Natürlich habe ich Freunde vor Ort, philippinische Familien. Und mich erreichte die Nachricht, dass sie jetzt auch eine Ausgangssperre haben, dass sie zu Hause bleiben müssen. Das Problem in Manila ist, dass wenn die nicht rausgehen, dann können die kein Geld verdienen. Das läuft nicht so weiter wie bei uns hier. Die haben kein Geld mehr für Lebensmittel. Was bedeutet, sie können kein Essen mehr kaufen. Ich habe gedacht, boah, wie bin ich drauf? Ich mecker und nörgel hier, weil ich ins Büro muss. Ich kann wirklich dankbar sein über diesen Job. Denn mein Geld läuft weiter. Ich darf ins Büro. Ich darf arbeiten. Ich bin versorgt. Und das hat mich zurechtgerückt. Und es hat mich aber auch erinnert an meine eigene Zeit in 2002. Ich habe in meinen Nizza-Impulsen darüber schon gesprochen. Ich selbst habe es erlebt, wie es ist, Hunger zu haben. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und so bin ich mit einem aufgewühlten Herzen Mittwoch schlafen gegangen. Und Donnerstag, der 2. Tag des Fastens, bin ich aufgewacht und habe gebetet. Und es überkam mich. Und ich habe gebetet für meine Freunde in Manila, dass sie Essen bekommen. Dass sie eine Lösung bekommen. Es sind auch Gottes Kinder, dass er sich um sie kümmert. Und in mir hatte ich dann, beten ist gut, aber handeln ist besser. Ich muss handeln, ich muss irgendwie was tun. Und dann dachte ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die auch beten, dass Gott eingreift. Und ich möchte ihre Gebetserhörung sein. Und dann habe ich einen Aufruf gestartet über WhatsApp, nur an meine Freunde und Bekannte. Und habe gesagt, da gibt es Leute, Familien, die ich persönlich kenne, die vertrauenswürdig sind, von denen ich weiß, dass sie jetzt kein Einkommen mehr haben und dass sie bald kein Essen mehr haben werden. Bitte, wer mag, jede 5 Euro hilft, schickt mir das. Und ich habe ihnen geschrieben und habe gesagt, hey, ich möchte für euch da sein. Ich werde hier jetzt anfangen, Geld für euch zu sammeln. Und die sind so dankbar. Ich habe gerade eben eine Nachricht gekriegt von einer Mama, die hat eine 6-jährige Tochter. Die sagte, ich habe noch am Donnerstag mit meiner Tochter mich hingesetzt. Wir haben gebetet für die Situation hier in diesem Land und mit diesem Virus und dass Gott irgendwie eingreift und hilft. Und sie sagt, meine Tochter hat gefragt, aber Mama, wenn wir kein Geld verdienen, was sollen wir denn morgen essen? Und sie sagt, und sie hat das mit ihrem Kind gebetet, dass Gott sie versorgt. Und sie haben Amen gesagt. Und dann kam meine Nachricht auf ihr Handy, dass ich gesagt habe, hey, ich will für euch da sein. Sagt mir, ob ihr Hilfe braucht. Das ist unfassbar. Sie sagt, mein Gebet wurde prompt und sofort erhört. Was ich dir damit sagen will, ist, Gott ist da. Auch in dieser Zeit. Nörgel nicht über deine Situation. Natürlich gibt es auch in Deutschland Existenznöte, aber wir haben immer noch ein Dach über dem Kopf und wir können uns immer noch zu essen kaufen. Denk bitte auch in dieser Situation an die Menschen, denen es jetzt ganz anders geht. Und werd irgendwie aktiv. Werde auch du zu einer Gebetserhörung.
Wenn du an meiner Gebetserhörung Anteil haben möchtest, kannst du unten die Infobox aufklicken. Da habe ich eine Bankverbindung. Du kannst davon ausgehen, dass ich jeden Cent dorthin gebe. Ich packe ja noch was obendrauf. Sei dabei. Schau, wo du in dieser Zeit anderen helfen kannst. Ja, natürlich nicht durch persönliche Kontakte, aber vielleicht durch Einkaufen, durch Ermutigung, durch Telefonate mit Menschen, die einsam sind gerade. Schau, was du tun kannst und werd auch du zum Segen. Ich habe heute Morgen die Bibel weitergelesen und kam zu einem Kapitel, wo ich dachte, boah, das passt so krass. Lies es ruhig mal, das ist Jesaja 33. Ich bin da auf den Vers gestoßen: Herr, wende uns dein Erbarmen zu. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Sei jeden Morgen unser Schutz. Komm uns zu Hilfe in Zeiten der Not. Ich habe das, glaube ich, 10-mal hintereinander gelesen, dachte, das ist doch genau das, dass er jeden Morgen unser Schutz ist, unser Schutz vor diesem blöden Virus, unsere Hilfe in Zeiten der Not. So lasst uns weise mit unseren Ressourcen umgehen und weise handeln und Ehrfurcht vor dem Herrn haben, der über allem steht und der immer noch in Control ist. Er hat alles im Griff und er sieht das und wir gehören zu ihm, wir sind sein heiliges Volk. Und wir helfen ihm in dieser Situation, indem wir weise handeln und indem wir für andere da sind. Jetzt ist die Zeit für Nächstenliebe. Jetzt ist die Zeit für Mut und Weisheit und ein großes Herz für die Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns.